In dem heutigen Video zeige ich euch 5 Übungen, mit denen ihr wieder besser im Hier und Jetzt und ganz bewusst in euren Körpern ankommt. Dabei fange ich mit der sanftesten und passivsten Übung an und steigere das bis hin zur 5. Übung, die euch dann auch, wenn es notwendig sein sollte, aus einer akuten Panikattacke holen kann. Aber die kann man auch so einsetzen tatsächlich. Am wichtigsten ist aber, dass ihr euch klar seid, all diese Vorschläge, die ich euch mache, sind nur Ideen. Ideen, wie ihr damit umgehen könnt, und ihr müsst für euch selbst herausfinden, was tut mir und meinem Körper gerade gut und was nicht. Ihr seid die Einzigen, die das sagen könnt. Ihr seid den ganzen Tag in euren Körpern. Nur ihr könnt wissen, was euch und eurem Körper gut tut. Ich kann euch nur Vorschläge machen. Ich kann euch nur zeigen, wo es hingehen kann. Was ihr letzten Endes davon ausprobieren wollt, was nicht, was euch eben nicht gut tut. Zwingt euch nicht. Nur weil es mir gut tut, heißt es nicht, dass es auch euch gut tun müsst. Und darum geht es auch bei diesen Übungen, zu lernen, auf den Körper wieder zu hören. Nicht nur hier oben das Geschnattere von unseren Gedanken, die uns vielleicht etwas ganz anderes erzählen, sondern auf unseren Körper zu hören und zu hören, was sagt der uns eigentlich? Tut das dem eigentlich gut oder nicht? Oder mache ich etwas jetzt nur, weil ich es bei YouTube gesehen habe, weil mir ein Arzt das vorgeschlagen hat, weil doch alle anderen auch davon profitieren? Ihr seid aber Individuen. Nur ihr könnt wissen, was euch gut tut und was nicht. Also macht euch das immer bei all diesen Übungen klar. Zwingt euch zu nichts. Vielleicht wollt ihr eine Übung nur 2 Minuten machen, vielleicht 10. Das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Und das ist so ein bisschen die Challenge bei dem Ganzen. Nämlich nicht mehr von außen zu glauben, dass Außen weiß etwas über mich. Aber das Außen kann nichts über euch wissen. Nur ihr könnt es über euch wissen. Wir beginnen auch gleich mit der ersten Übung, das ist Meditation. Und das ist eine ganz große Herausforderung. A, weil wir nichts tun, und das ist sehr schwierig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer ums aktive Tun geht. Wir müssen etwas dagegen tun, etwas dafür tun. Wir müssen etwas kontrollieren, etwas beeinflussen. Und in der Meditation geht es aber darum, zu sein, zu sitzen, mit sich und seinem Körper, in der Stille vielleicht. Vielleicht ist es zu herausfordernd am Anfang und deswegen braucht ihr eine geführte Meditation, was vollkommen okay ist. Ich verlinke euch in der Beschreibung unten eine Meditation, die ich aufgenommen habe für mehr Körperbewusstsein, die euch darin unterstützen kann. Aber vielleicht wollt ihr auch in der Stille sitzen. Das müsst ihr für euch ausprobieren. Es erweitert sich. Vielleicht könnt ihr heute nicht in der Stille sitzen und morgen könnt ihr in der Stille sitzen. Bleibt flexibel. Bleibt nicht irgendwo hängen an etwas. Alles verändert sich ständig, inklusive euch, eures Körpers. Es gibt nicht die eine Methode. Also sitzt mit euch selbst in eurem Körper, nehmt euren Körper ganz bewusst wahr in dem Moment, wenn ihr in der Meditation sitzt. Und das sind Momente jeden Tages, die ihr bestimmt nur für euch in eurem Körper zu sein, um herauszufinden, was möchte ich, was tut mir gut, was machen meine Emotionen und Gefühle gerade. Kann ich mit mir selbst leben? Ich glaube, viele von uns können nicht mehr mit uns selbst leben. Zweite Übung, eincremen. Eincremen ist was ganz, ganz Sanftes. Ich glaube, die meisten von uns machen das so nebenher mal schnell, ne? Das tut der Haut gut und dann wird sie geschmeidig und dann bleibt die ganz toll zum Anfassen. Aber macht das mal bewusst. Cremt euch bewusst nach dem Duschen, nach der Badewanne, vor dem Zubettgehen ein und nehmt dabei ganz bewusst euren Körper wahr, eure Haut wahr. Nehmt wahr, wie die Creme riecht. Unser Geruchssinn ist evolutionär, biologisch gesehen, sehr alt in unserem Gehirn verankert. Das heißt, beim Frühmenschen war der Geruchssinn schon sehr stark ausgeprägt. Was wiederum bedeutet, wenn wir etwas riechen, werden Teile angesprochen, die sehr viel älter sind als der rationale Teil in unserem Gehirn.
Also findet heraus, welcher Geruch tut mir gut. Ich mag abends zum Entspannen gern Sandelholz, Mandelöl, diese Geschichten. Zum Aktivieren ist dann für mich eher was Zitronenartiges angenehm. Das bringt so ein bisschen, ne, Aktivierung in die Sache hinein. Aber das müsst ihr für euch herausfinden. Mögt ihr lieber so eine dicke, schwere Creme oder lieber so was Leichtes, Bodylotion, die sofort einzieht? Und bleibt dabei bei eurem Körper. Dritte Übung, Körperpeeling. Auch da wieder ist eine bewusste Auseinandersetzung mit sich und seinem Körper. Das heißt, wenn ihr in der Dusche steht, wenn ihr in der Badewanne seid, nehmt dieses Körperpeeling, auch hier ist Geruch wieder wichtig, nehmt dieses Körperpeeling und tragt es ganz bewusst auf alle Teile eures Körpers auf die Hand, auf den Arm, den Ellbogen, die Schulter. Und seid euch dessen bewusst, dass ihr gerade in diesem Körper seid, der das spürt. Viertens, tanzen. Jegliche Form der Bewegung bringt euch in eure Körper hinein, wobei ich den Eindruck habe, dass wir ziehen uns dann gerne Kopfhörer auf, um nicht zu merken, wie weh uns unser Körper tut. Um das zu überwinden quasi, um auszublenden, dass wir Schmerzen in unseren Körpern haben. Und dabei ist eben halt bewusst, vielleicht nicht auszuschalten, vielleicht bewusst beim Körper zu bleiben und zu sehen, wie viel Sport will er eigentlich machen? Und tanzen ist da ganz schön, auch da benutze ich Kopfhörer mit Musik. Und es geht dabei aber darum, ich mache das für mich alleine zu Hause, in dem Körper zu sein, zu sehen, wie will er sich eigentlich gerade bewegen? Welche Bewegungen tun ihm gut? Sind es eher so feste, harte Hip-Hop-Bewegungen mit Muskelanspannungen? Oder ist es eher etwas Fließendes? Das müsst ihr für euch herausfinden und mit eurem Körper. Und auch da könnt ihr ganz bewusst wieder einzelne Teile einbringen. Ihr habt Finger, ihr habt Hände. Dann wollt ihr euren Arm bewegen, eure Schulter und dann euren ganzen Körper. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch eine Gruppe anschließen. Oder, das finde ich für mich angenehmer, Gruppe hat oft so einen sozialen Druck. Da muss ich irgendwie eine Leistung erbringen in einer Gruppe. Ich muss irgendwo hinkommen. Ich muss das perfekt machen, weil ich werde beobachtet und bewertet für das, was ich tue. Dabei geht es hier bei diesem Tanzen nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, sondern es geht, wenn überhaupt, ist das Ziel, im Körper anzukommen und zu sehen, was braucht mein Körper gerade. Und das ist oft angenehmer, wenn man zu Hause alleine mit sich ist. Und da gibt es YouTube super. Es gibt so viele tolle Tanzarten. Je nachdem, wollt ihr lieber Hip-Hop, wollt ihr Tribal Fusion, Belly Dance, Aroha. Es gibt unglaublich viele Sachen, wo ihr für euch herausfinden müsst, was brauche ich gerade? Oder wollt ihr einfach nur so zu Musik tanzen, die euch gerade gut tut, unabhängig von irgendwelchen Choreografien? Das ist alles eure Entscheidung am Ende. Und fünftens, die absolute Hammermethode, eiskalt duschen. Eiskaltes Duschen ist ein Schock für unseren Körper und witzigerweise bringt uns das erstmal aus unseren Körpern heraus. Dieser Schock führt dazu, dass unser Bewusstsein rausgepfeffert wird, aber dann, wenn das Bewusstsein zurückkommt, ist man viel bewusster wieder in seinem Körper. Und das ist auch der Grund, warum es in einer akuten Panikattacke hilft, eiskalt abzuduschen, weil euer Körper auf Reset gesetzt wird, wie ein Reboot bei einem Computer. Euer Computer ist abgestürzt, ihr rebootet ihn, alle Programme werden runtergefahren und vom Neuen heraus neu gestartet. Frisch. Und so ist es auch bei einer eiskalten Dusche. In der Panikattacke, wenn alle Gedanken kreisen, eure Emotionen verrückt spielen, ihr nur noch aus eurem wirklich unangenehmen Körper heraus wollt, bringt euch eine eiskalte Dusche tatsächlich raus aus eurem Körper, resettet ihn und fährt neu wieder hoch in einem neuen Zustand. Und auch da gibt es viele kleine Schritte. Ich fand es am Anfang sehr unangenehm, komplett Körper ganz kalt zu duschen. Ich habe mich Schritt für Schritt angenähert. Erst habe ich die Füße geduscht, dann habe ich meine Waden geduscht, dann die Oberschenkel. Dann habe ich heiß-kalte Duschen gemacht im Wechsel, also heiß-kalt, heiß-kalt.
Und jetzt finde ich das ganz angenehm, morgens mich unter die eiskalte Dusche zu stellen. Das kann für eine Sekunde sein oder ich stehe wirklich darunter und spüre, wie mein Körper darauf reagiert, auf diesen Schockzustand, weil es kommt erst der Schock und dann entspannt sich aber alles wieder. Dann gewöhnt sich der Körper an dieses kalte Wasser. Und so könnt ihr euch Schritt für Schritt annähern. Ihr müsst nicht die volle Hammermethode gleich direkt zu Anfang anwenden. Ihr könnt euch Schritt für Schritt annähern an die ganze Geschichte. Ich hoffe, diese 5 Übungen helfen euch ein bisschen, helfen euch, euch mehr mit euch selbst und eurem Körper auseinanderzusetzen. Und das ist deswegen wichtig, weil unsere Emotionen im Körper stattfinden. Und für ein bewusstes Wahrnehmen unserer Emotionen ist es unumgänglich, im Körper anzukommen. Hallo, mein Name ist Johanna und ich habe eine Vision. Ich habe es mir zur Mission gemacht, das Gefühle fühlen wieder mehr in die Welt hinauszutragen, weil wir Menschen sind alle fühlende Wesen. Und es gibt wohl kaum etwas, was wir mehr unterdrücken, wie unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und ich glaube aber, es ist ungemein wichtig, sich damit zu verbinden. Es ist ein Teil von uns. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Ich verlinke euch nochmal die Meditation unten in der Beschreibung. Liked das Video, wenn ihr möchtet. Und es würde mich interessieren, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch solche Übungen? Habt ihr Ideen, wie man wieder besser in seinem Körper ankommen kann? Würde mich interessieren, schreibt es unten in die Kommentare.